Wie oft muss man eigentlich gegen die Sanktionslisten prüfen? Wie bekommt ein Unternehmen die Rechtssicherheit, ohne zu viel oder zu wenig zu prüfen? Wir schauen uns 3 Bausteine und 3 Beispiele an, die dir helfen, für dein Unternehmen die richtige Prüffrequenz zu finden. Ich bin zwar Juristin, mache aber hier keine Rechtsberatung, sondern gebe lediglich Tipps und außerdem verwenden wir bei der Umsetzung KI. So, Patentrezept gibt es leider keines, aber es gibt 3 wichtige Bausteine, die immer zugrunde gelegt werden sollten. Die Sanktionsverordnungen ändern sich laufend. Das Beispiel Russland zeigt es deutlich. Seit Februar 2022 gab es bis heute 11 Sanktionspakete. Im Rahmen von diesen Sanktionspaketen kommen immer wieder neue Personen auf die Sanktionsliste. Und es werden auch wieder welche gestrichen. Wie lange dauert es zwischen Vertragsschluss und Erfüllung des Vertrags? Die Laufzeit wird ganz unterschiedlich sein. Das ist das, was man berücksichtigen sollte. Kommen da immer wieder neue Geschäftspartner dazu, fallen wieder welche weg oder arbeitet man eigentlich immer mit denselben Geschäftspartnern zusammen? Das sind die 3 Bausteine, aus denen man sich die Prüfhäufigkeit im Unternehmen zusammenbaut. Soweit jetzt die Theorie und jetzt gehen wir in die Praxis und schauen uns 3 Beispiele an. Beispiel 1, ein international agierender Lebensmittelhersteller. Wir prüfen alle unsere Adressen einmal im Jahr. Das sind ca. 2,5 Millionen. Alles andere wäre für uns zu viel Aufwand. Wer im Januar 2022 geprüft hat und dann erst wieder im Januar 2023 prüft, hat viele Änderungen der Sanktionsverordnungen bei seiner Prüfung nicht berücksichtigt. Die Prüfung einmal im Jahr birgt ein hohes Risiko eines Embargo-Verstoßes. Von daher, das ist zu wenig, egal in welcher Branche man tätig ist. Das Argument zu viel Aufwand ist sicherlich nicht stichhaltig. Hier werden einfach zu viele Daten unnötig geprüft. Entscheidend ist, welche Adressdaten fallen in den Anwendungsbereich der Bereitstellungsverbote und die unterziehe ich dann eben einem regelmäßigen Sanktionslisten-Screening. Die gar nicht in den Anwendungsbereich der Bereitstellungsverbote fallen, die muss ich auch nicht prüfen. Beispiel 2, ein Anlagenbauer für die Automobilbranche. Wir haben wenige Vertragspartner, aber lange Projektlaufzeiten. Wir prüfen jede Nacht. Sicher ist sicher. Die Prüfung jede Nacht, die minimiert das Risiko eines Embargo-Verstoßes. Die Änderungshäufigkeit der Sanktionsverordnungen wird abgefangen, allerdings ist der Aufwand sehr hoch. Und bei langen Projektlaufzeiten muss ich mir überlegen, ob die Prüfung jede Nacht sinnvoll ist oder ob es ausreicht, wenn ich beispielsweise einmal die Woche eine Prüfung durchführe. Beispiel 3. Ein Ersatzteilhändler mit einem Rund-um-die-Uhr-Notfallservice. Wir prüfen jeden Anfragenden nur im Moment der Anfrage. Unsere Aufträge sind in der Regel innerhalb von 24 Stunden von Angebot bis Lieferung abgewickelt. Die Geschäfte, die kommen zustande und sind dann auch relativ schnell abgeschlossen und die Rechtssicherheit bekommt man eben nur dann, wenn man im Zeitpunkt der Anfrage gleich eine Prüfung durchführt. Das Unternehmen in dem Beispiel macht alles richtig und erzielt so das Maximum an Rechtssicherheit. Die nächste Frage, die sich aufdrängt, ist, gegen welche Sanktionslisten sollte eigentlich geprüft werden? Es gibt mehr als eine. Und welche für euer Unternehmen unnötig sind, darum geht es im nächsten Video.